Hast du früh mit Zeichnen schon angefangen? Mit 4. Echt? 1968. Da war ich ein furchtbar aggressives Kind. Meine Geschwister und meine Eltern angegriffen. Und da war ich 8 Monate im Landeskrankenhaus. Ich habe tagtäglich Schläge und Tritte bekommen von den Pflegern. Bin da sehr schlecht behandelt worden. Blinder Gehorsam tötet. Wer einem Diktator blind folgt, riskiert sein Leben. Der Faschismus, der verspricht Reichtum und Wohlstand und Größe, und in Wirklichkeit bringt er Tod, Zerstörung und Hunger und Elend. Da brennt ein deutscher Kampfpanzer im Zweiten Weltkrieg. Und der Soldat steht da in Flammen. Wer anders ist, der ist mein Feind. Das ist falsches Denken. Das Dritte Reich hat ja eine behindertenfeindliche Politik geführt. Ich wäre direkt ausgelöscht worden. Also die hätten mich direkt umgebracht wegen meiner Behinderung und wegen meinen Verhaltensauffälligkeiten. Und meine Mutter hatte den Nationalsozialismus überlebt, da sie sich mit ihrer Behinderung verstecken musste. Die ist ja mit einer Hand geboren. Mein Vater, der hat schon als Kriegsgefangener Englisch gegessen. Da war der mal 15, als er Soldat wurde. Und 15 ist ja fast ein Kindersoldat schon fast, oder? Kann man sagen. Ja, ein Kindersoldat. Aber er ist zurückgekommen. Ausgehungert. Mit schweren gesundheitlichen Schäden. Und das hier ist meine Christus-Collage als Ersatz für das Kreuz aus Modelliermasse, das war zu Bruch gegangen. Also hier, das ist meine Goldmedaille, die ich in Essen gewonnen habe. Die ist jetzt 28 Jahre alt. Und das hier sind meine Acrylgemälde in Sachen Schwimmturniere. Gymnastik,
Fußball, Tanzen, Tennis, Abfahrtski. Diese aufwendige Maltechnik habe ich schon seit 2007. Also ich hatte damals in der GWK Pesch Elektroabteilung, hatten wir die Kabelsatzaufträge weggenommen, da gab es nichts mehr zu tun. Saßen wir da gelangweilt rum, arbeitslos. Und da habe ich diese Technik angewandt, damit man nicht einschläft. Manchmal saß ich auch 3 Tage an einer Bleistiftzeichnung. Also jetzt habe ich Feierabend. Con mùi.
ich komme vom Mond und da wollte man mich nicht haben. Da hat man mich am 28.12.1955 in einer Vollmondnacht nach Basel geschickt. Ich bin Künstler geworden, irgendwie. Warum, weiß ich nicht. Susan, was soll ich noch erzählen? Die waren immer nur Fragen. Ja, Platten habe ich meistens bei Leuten gehört, wo ich übernachtet habe, währenddem ich überall gesucht wurde. Weil ich wollte mir nicht einreden lassen, was ich zu tun habe. Ich habe meine erste LSD-Erfahrung mit 13 gehabt. Aber ich habe die Qualität dieser Droge gar nicht geschätzt. Ich bin dann in Amphetamin-Derivate über 13 Jahre süchtig gewesen, schwerstsüchtig. Ja, ich habe dann wieder einmal LSD genommen in meinem besetzten Haus. Dann habe ich vom Sperrgut so eine große Musikbox gehabt. Da habe ich die auf das Dach gestellt mit einem Tape-Recorder und da haben wir über den ganzen Platz, habe ich dann mit der Box beschallt mit Beethovens 9. Und dann sind wir in den Park gegangen und da hatte ich plötzlich eine Vision. Ich habe eine Göttin gesehen und die hat gefunden, hey, was machst du mit deinem Leben? Was soll das? Zerstörst alles. Und von da an waren Amphetamin und Spritzen für mich kein Thema mehr. LSD hat mich wiederbelebt im Prinzip. Ein Schattenwesen voller Eifersucht, Gier beseelt, die universale Kraft zu besitzen, immer in den frühen Morgenstunden absoluter Dunkelheit, die da herrschte. Es gebar Nut die Sonne. Der neugeborene Sonnengott Ra stieg in seinem Helveti-subventionierten Krypten ein und düste um die Erde, brachte der Erde das Sonnenlicht. Eigentlich habe ich mit Kunst angefangen, indem ich Hanf in Basel gezogen habe, auf einer Nachbarsterrasse. Und da ist die Wirkung Zeichnung eigentlich ein wichtiger Aspekt gewesen. Die Tonexperimente, unter anderem auch Videoexperimente, Fotografie sowieso. Also ich habe in New York ausgestellt, im Swiss Institut. Ich habe ein Jahr dort studieren dürfen, obwohl ich eigentlich keinen Hochschulabschluss habe, war ich im Unibetrieb. Als Jugendlicher war ich ziemlich mühsam. Die wollten, dass ich in ein Erziehungsheim gehe und da hatte ich keine Lust dazu. Und in der Psychiatrie kam ich, wenn ich, habe ich irgendwo gestohlen oder wurde von der Polizei verhaftet, hat man mich mal ins Gefängnis gesperrt. Aber eines Tages hatte ich da die Erleuchtung, dass ich nicht im Gefängnis bin. Ich habe ein Leintuch an das Gitter gehängt mit einem Hakenkreuz drauf. Und auf der anderen Seite war eine Kommunistensichtel. Als die Tür aufging, habe ich den Wärter vereidigt auf die Fahne. Ich habe gefunden, dass ich jetzt einen Staat führe und dass die verdammten Kommunisten, die müssen vernichtet werden. Aber 5 Minuten später war ich Kommunist. Und da gab es Riesengelächter, es sind sämtliche Schließer gekommen. Da haben sie mich in die Klinik gebracht. Ich habe eine Frau, eine Bardame, die hat ein Bild von mir in der Galerie gekauft und die hat mir eine Geschichte erzählt,
von einem Wärter, der zu ihr an die Bar kam und das Seeland herausgebühlt hat, ob er jetzt verantwortlich sei, dass ich so durchgedreht bin. Und da wusste ich, mein Theater war brillant. Sie mussten dann einen Prozess machen, der mich von der Maßnahme des Amtes enthob. Weil sie fanden keine Klinik, keine Institution mehr, die mich genommen hat. Und so wurde ich frei. Ob ich jetzt eine geistige Behinderung habe, ich weiß nicht so recht. Natürlich bin ich auch ein Stück weit ein Neurotiker, das ist mir schon klar. Aber ein Normalbürger, das wäre für mich eine schlimme Neurose.